Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einer weiteren interessanten Orchidee, die ich euch schon vorgestellt habe, wo ich euch schon gesagt habe, sie braucht es kühl, schattig, dauerfeucht. Und ihr wisst, ich war im Urlaub und das ist jetzt so die After-Urlaub-Update-Orchideenwoche. In diesem Fall ist das die Ludisia discolor, die Juwelorchidee. Normalerweise nimmt die ja mehr so Platz im Winter, Frühjahr ein, weil da bekommt man sie überall, wo sie blüht. Und die meisten kümmern sich dann nicht mehr um den Rest vom Jahr. Im Rest vom Jahr will der eine oder andere vielleicht auch mal in den Urlaub gehen und da denkt er sich so, ja, was mache ich jetzt mit so einer Orchidee? Die ist an und für sich kühler, schattiger und feuchter mag. Wenn ich jetzt 3 Wochen lang weg bin, dann kann man ja nicht gießen. Und ihr seht, die Pflanze, wir gucken jetzt einfach mal hier rein, die steht ja hier in diesem Glasgefäß mit Kolomi. Hier unten ist sogar noch Feuchtigkeit im Glas drin, das heißt, das hat jetzt in den knapp 3 Wochen voll ausgereicht für die Pflanze. Sie stand auch hier hinten, wie die Bulbophyllum und Dracula-Orchideen und die Restrepia-Orchideen auch. Man sieht das auch daran, am Längenwuchs, der ist jetzt nicht ganz so extrem, aber der ist schon deutlich erkennbar, dass es recht schattig war. Sie stand auch in der schattigsten oberen Ecke, relativ weit von den kleinen Fenstern entfernt. Und wir haben gesehen, im Glas ist immer noch Feuchtigkeit vorhanden. Jetzt natürlich, da ich die Gießkanne neben mir stehen habe, kann man ihr problemlos wieder schön viel Wasser geben. Und was wir aber auch sehen können, ich mache es mal ab, hier sind ein paar von den älteren Blättern, die sind schon dehydriert, die kann man jetzt so langsam absammeln, würden auch früher oder später absterben und vertrocknet im Gefäß liegen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es ihr an und für sich wahrscheinlich zu warm war. Denn wenn es draußen knapp 30 Grad hat, dann wärmt sich so ein Raum natürlich auch auf, das ist ganz normal. Und dann muss die Pflanze natürlich auf der einen Seite auch schauen, wie bekomme ich das geregelt, dass die Wasserverdunstung reduziert wird. Und bei so einer Pflanze, das passiert ja über die Blätter, bedeutet, je weniger Blätter, umso weniger Blattverdunstung. Dann wird das eine oder andere Blatt einfach abgeworfen. In der Regel sind das die älteren Blätter. Ich hoffe, man erkennt das. Hier in diesem Trieb sieht man, es war das unterste, älteste Blatt. Und ja, so regelt die Pflanze praktisch ihren Wasserhaushalt selbst. Man sieht auch, zahlreiche neue Triebe sind hier entstanden. Hier ist einer, da ist einer, da ist einer, hier ist einer. Bedeutet, die Orchidee, die Ludisia discolor Juwelorchidee, hat diese knappen 3 Wochen auch problemlos überstanden. Und ihr wisst jetzt auch, dass das ganz einfach funktionieren kann. Ach, hier ist übrigens auch ein Neutrieb. Den hat man jetzt bloß nicht gesehen, weil dieser Trieb hier, wie auch dieser Trieb und nee, hier nicht, also diese beiden Triebe am alten Trieb gewachsen sind. Ja, jetzt wisst ihr auch sowas wie Ludisia discolor, die an und für sich gar nicht so auf diese sommerlichen Temperaturen bei uns stehen, sind problemlos für mehrere Wochen für sich gestellt zu kultivieren. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, einfach vorher relativ gut Wasser geben, vielleicht so 30% mehr Wasser geben. Kein Meerwasser, sondern mehr Leerzeichen Wasser. Dann kommt ihr auch ganz problemlos über diese Zeit. Ich denke mal, so gut wie die sich entwickelt, wird sie auch in Zukunft wieder Blüten bringen. Ihr seht auch, wie sie wächst. Hier in diese Richtung, da war das Licht, hier war das Licht. Hier ist kein Licht, müsste man sie so drehen, dass sie wieder in die Richtung wächst. Und wenn ihr weiter Fragen habt zu Ludisia discolor oder anderen Orchideen, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Hier unten ist ein Herzchen, da könnt ihr drauf drücken. Ihr könnt auf die Webseite gehen, dort gibt es zahlreiche Informationen und Fotos rund um das Thema Orchideen und wird es auch zukünftig mehr geben. Dort könnt ihr das Projekt auch unterstützen. Ansonsten Kanalmitgliedschaft nutzen, damit ihr alle Videos, die bereits online sind, vor allen anderen sehen könnt, falls ihr das wollt. Und ich würde sagen, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video rund um das Thema Orchideen. Bis dahin und tschüss.